Wir sind hier in der Skulpturenrestaurierungswerkstatt der Alten Nationalgalerie, die sich allerdings im Bode-Museum befindet. Mein Name ist Alexandra Czarnecki und ich bin Skulpturenrestauratorin. Momentan bearbeite ich ein besonderes Projekt, also ein Herzensprojekt, das sich rund um die Prinzessinnengruppe von Johann Gottfried Schadow dreht. Johann Gottfried Schadow ist ein Berliner Bildhauer gewesen und bekannt geworden ist er als der Vater der Berliner Bildhauerschule. Er hatte hier das Königliche Bildhaueratelier inne als Leiter und hat mehrere Generationen von Bildhauern geprägt. Wir haben in der Nationalgalerie das Glück, zwei Originale der Prinzessinnengruppe zu haben. Eine in Marmor und eine in Gips. Der Gips ist der ältere von den beiden. Er stammt von 1795 und diente Johann Gottfried Schadow bzw. seinem Mitarbeiter zur Übertragung in Marmor. Das Spannende an diesem Originalmodell ist, dass Schadow daran eine Kompositionsänderung vorgenommen hat. Er hat bei der Ausstellung dieses Stückes 1795 Luise noch ein Blumenkörbchen in die Hand gegeben. Der König hat zwar der Übertragung in Marmor zugestimmt, allerdings unter der Auflage, dass das Körbchen verschwinden muss. Und Schadow musste sich dann für die Armhaltung Luises eine neue Lösung einfallen lassen und gab ihr das Überspieltuch in die Hand. Bei meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass es da einen Fehler gibt in der Armhaltung Luises. Ich habe das Bildmaterial mit dem Marmor verglichen und mich gefragt, ja, woran das liegt, dass im Marmor der Arm näher am Körper anliegt und sich tiefer in die Draperie anschmiegt und warum er dann beim Gips so abgespreizt ist und den Faltenwurf an der Spitze zusammenhält, als wäre es eine englische Teetasse. Wir haben dann den Entschluss gefasst, ein 3D-Modell zu erstellen von beiden Gruppen und haben sie dann übereinander gelegt, um festzustellen, ah ja, tatsächlich, de facto sieht man den Fehler im Bereich des Armes. Mein Arbeitsschwerpunkt jetzt in dem Projekt ist die Rekonstruktion der Armhaltung, die ursprüngliche. Dazu war es natürlich zuerst mal notwendig, alle Maßnahmen zurückzunehmen, die bis dahin vorgenommen worden sind. Also alles, was nach Schadow gekommen ist. Das, was wir im Moment machen, ist, dass wir jetzt Inlays herstellen von den Fehlstellen, die wir dann eigentlich wie so ein Bruchstück wieder ankleben können, sodass wir dieses Zwischenstück wieder haben. Mein Part innerhalb des Projektes bezieht sich vor allem auf die Oberfläche der Prinzessinnengruppe. Wir haben eine lange und spannende Restaurierungsgeschichte vorliegen im heutigen Zustand des Werkes, die uns zeigt, dass das Werk sehr häufig überarbeitet wurde und vor allem übermalt wurde. Und das ist ganz spannend. Welche dieser Schichten könnte vielleicht auch original von Schadow selbst ausgeführt worden sein? Und welche dieser Schichten können wir eindeutig als spätere Überarbeitungen identifizieren? Es geht in erster Linie darum, die originale Substanz bzw. das originale Material von Schadow zu sichern und zu gewährleisten, dass auch zukünftig keine weiteren Schäden entstehen. Man kann sich vorstellen, dass das Übermalungspaket von insgesamt 8 Übermalungsschichten sehr dick ist und durch die Alterung sehr spannungsreich auftrocknet, sich verändert und den originalen Gips beschädigt. Bei der Farbgebung wissen wir, dass das Werk im Original eine helle monochrome Oberfläche hatte. Durch die Überarbeitungen bzw. Übermalungen ist die Farbgebung verändert worden. Deswegen und auch aus konservatorischen Gründen haben wir uns dazu entschieden, einige der aufliegenden Übermalungen abzunehmen. Ich beschäftige mich mit der Abnahme der großflächig aufgebrachten jüngeren Übermalungsschichten. Unsere jetzige Methode ist sozusagen eine Arbeit mit einem kleinen Schwämmchen. Die Übermalungen, die ich abnehme, sind wasserlöslich
lassen sich durch das reine Auflegen und das leichte Andrücken sehr gut schrittweise abnehmen. Mittlerweile bin ich sozusagen schon einmal fast drumherum um die Figurengruppe gekommen. Das macht schon mal einen großen Effekt für unsere Prinzessinnen. Wunderbar an diesem Projekt finde ich die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und ja, die Schwerpunktlegung und wie man allmählich auch merkt, wie die unterschiedlichen Arbeitsphasen, die vorangegangenen Arbeiten jetzt alles ineinander greift und sich bündelt und wir so auch auf die Zielgerade zusteuern am Horizont.